Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Kamala Harris gegen Donald Trump, der Ex-Präsident gegen die Vizepräsidentin. Und der Machtkampf eskaliert hier zwischen Pittsburgh und Philadelphia im Swing State, Pennsylvania. Kamala, you're fired. Get out. Get out. We are not going back. We are not going back. Wer Pennsylvania gewinnt, gewinnt das Weiße Haus. Nirgendwo werden so viele Werbemillionen verfeuert wie im sogenannten Keystone State. Wir machen uns auf die Reise in diesen Must-Win-State mit seinen unentschlossenen Wählern. Wir fahren nach Jonestown. Die Stadt liegt im sogenannten Rust Belt, im ehemaligen Zentrum der amerikanischen Schwerindustrie, westlich von Pittsburgh. Jonestown ist von 66 auf weniger als 20.000 Einwohner geschrumpft. Das mittlere Haushaltseinkommen liegt hier gerade mal bei einem Drittel des amerikanischen Durchschnitts. Wir besuchen eine Trump-Rallye. Für den Ex-Präsidenten ist das ein Heimspiel. Jonestown ist fester Bestandteil seiner Wahlkampfkalender. Mehr als 2/3 der Bürger wählt hier republikanisch. Die Warteschlange ist hunderte Meter lang. Auch die sogenannten Magerboys wollen hin zu Trump. Vom Kamala-Hype will hier niemand etwas wissen. Wirst du nervös wegen des Kamala-Hypes, frage ich? Nein, überhaupt nicht. Die Umfragezahlen sind manipuliert, die Demokraten manipulieren nahezu alles. Wir wissen, wie es an der Basis aussieht. Trump-Rallies sind meist Happenings und mancher kann nicht genug davon bekommen. Du warst schon auf 86 Trump-Rallies, warum? Donald Trump ist ein großer Führer und großer Entertainer. Eine Trump-Rallye ist die größte Show der Welt. Donald Trump ist der erste Rockstar-Superheld-Präsident. Er ist Iron Man-Präsident. Erhitzte Gemüter stehen sich gegenüber. Ein bisschen Protest muss dann doch schon sein. Trump hat in Jonestown die Working Class im Visier. Für die, die es nicht in die Halle geschafft haben, gibt es draußen eine Divide-Wall. Hinter sich hat Trump Arbeiter mit Helmen platzieren lassen. Sie kümmert sich nicht um die Mittelschicht, die mit der Inflation kämpft. Es interessiert sie nicht. Gemeint ist Harris, wenn du deinen Job verlierst oder keinen bekommst. Da docken seine Fans an. Für sie beschreibt Trump die Realität, in der sie leben. Ich würde sagen, dass meine Familie, auch ich, uns nicht mehr so viel leisten können. Früher gingen wir nach der Kirche immer gemeinsam zum Essen aus. Wir haben unsere Ansprüche zurückgeschraubt. Wir sind nur einmal statt zweimal in Urlaub gefahren. Wir haben das Gefühl, wir haben nicht so viel wie im Vergleich zu seiner ersten Präsidentschaft. Wir sind im Begriff, eine drogenverpestete Nation zu werden. Trump redet sich derweil über die Drogenkrise in Rage. Solche Bilder wie diese, die wir vor ein paar Monaten gedreht haben, hat hier fast jeder Amerikaner im Kopf. Kensington Road, Philadelphia, ist der Drogen-Hotspot der USA. Nirgendwo wird sich so viel totgespritzt wie hier. Die Metropole zählt fast so viele Drogentote im Jahr wie ganz Deutschland. Ein Drogendealer tötet im Schnitt 500 Menschen. Das Einzige, was hilft, ist die Todesstrafe. Wenn es die Todesstrafe für Drogendealer gäbe, gäbe es keine Drogen. Die Todesstrafe für Dealer, da gehen nicht alle seine Fans mit. Was denken Sie über die Todesstrafe für Drogendealer? Ich glaube nicht, dass das kommen kann, aber ich würde mir definitiv härtere Strafen wünschen. Wir müssen die Drogen stoppen. Vielleicht ist das mit den Dealern ja die Lösung. Trump arbeitet sich in der Zwischenzeit an der Energiepolitik ab. Drill, Baby, Drill lautet bekanntlich sein Motto. Bohren,
auf Teufel komm raus. Kameradin Kamala hat Pennsylvania einen radikal linken Krieg erklärt. Sie zerstört die Wirtschaft eures Staates. Sie ist gegen Fracking. Sie ist gegen alles in Pennsylvania. Szenenapplaus, begeisterte Sprechchöre. Trump wird gefeiert und er feiert sich selbst. 1,5 Stunden redet Trump, so lange halten es viele allerdings dann doch nicht aus, stimmen lange vor Schluss mit den Füßen ab, wie Fans, deren Team vor Ende 2 Tore hinten liegt. Götterdämmerung, heißt das schon was? Auch wir ziehen weiter. Trump hat uns neugierig gemacht. Was halten die Bürger, die Wähler in Pennsylvania eigentlich vom Fracking? Pennsylvania ist der Fracking-Staat in den USA. 72.000 Menschen arbeiten in der Öl- und Gasindustrie. Und nirgendwo wird so viel gefrackt wie in Washington County, südlich von Pittsburgh. 3.300 Bohrstellen gibt es im County. Meist fallen sie einem so direkt nicht auf. Für viele Anwohner sind sie aber mehr als ein Ärgernis. Auch für Jody Borrello. Neben ihrem Grundstück liegt versteckt eine Art Pumpstation. Die wird 2-3 Mal in der Woche durchgepustet und das sieht dann so aus. Ich kann immer wieder sehen, wie das Gas über mein Grundstück treibt. Beim ersten Mal wurde ich innerhalb von 5 Minuten krank, musste mich setzen. Ich bekam überall Ausschlag und zitterte am ganzen Körper. Auch ihre Kinder bekommen immer wieder Ekzeme vom Gas, sagt sie. Wenn das Gas kommt, rennen sie jetzt ins Haus. Es riecht wie Insektenvernichtungsmittel, häufig auch etwas metallisch. Einmal war ich mit meinen Nachbarn hier, als es wieder passierte. Wir haben es eingeatmet und es fühlte sich an, als ob jemand 5 Pfund Salz in unseren Mund gestopft hätte. And it felt like someone had dumped about a 5-pound bag of salt in our mouths. Fracking spült viel Geld ins County. Klagen und Bedenken werden weggewischt, auch bei den Demokraten. Zu viele profitieren, zu wenige schultern die negativen Konsequenzen. We want safe and responsible. Wir wollen sicheres Fracking und wir machen unseren Job gut. Wir haben keine großen Probleme. In Washington County ist Commissioner Larry Maggi sowas wie ein bunter Hund. Larry kennt viele Leute. Er glaubt, dass sich der Wind in Richtung Demokraten dreht. Wenn ich mit den Republikanern rede, wir sind ja hier in einem sehr konservativen County, da ist nicht mehr die Begeisterung zu spüren. Ich denke, die Menschen wollen einen Wechsel. Sie sind ermüdet von den beiden alten Männern der letzten 8 Jahre. Sie wollen jetzt etwas anderes. Sie wollen etwas Frisches. Sie wollen einen Wechsel. Sie sind müde von diesen Kämpfen und all diesem Extremismus. Matt Urim will noch Commissioner werden. Für den Republikaner steht Fracking außer Frage. Wie Trump will auch er bohren, bohren, bohren. Energie ist enorm wichtig für uns. Und wir sehen, dass Donald Trump Energie effizienter und bezahlbarer macht. Die Klagen der Anwohner sind für ihn eine andere, falsche Wirklichkeit. Der Unterschied in diesem Rennen ist, eine Seite versucht, mit Emotionen und nicht faktenbasierten Vorwürfen zu punkten. Wir fracken seit langem hier. Es gibt keine Beweise für mentale oder physische Beeinträchtigungen. Und die Industrie klärt alles Wasser, was sie braucht, und säubert auch das Land. Vor der Republikanerzentrale treffen wir Terry McCullough. Der Auto- und Trump-Fan nimmt uns mit, um uns seinen übermotorisierten Dodge zu zeigen. 800 PS. Autokennzeichen too fast, zu schnell. Wir müssen es rausholen, das Öl, das Gas. Wir müssen es machen. Alles hier, die Reifen, die Autos, alles sind Ölprodukte. Wir brauchen es. Terry nimmt Kamala Harris übel, dass sie Fracking zwar inzwischen akzeptiert, aber nur notgedrungen.
der Wähler wegen. Ich denke, sie ist nur ein Populist, weil sie Kritik hat einstecken müssen. Es geht ihr nur um die Wähler. Es hilft uns nicht, denke ich. Dann sagt er noch, er lebe in einem sicheren Hafen. Alle Nachbarn würden so denken. Wir fahren weiter. Wir schauen bei einem Council-Meeting in Cecil Township vorbei. Kritiker kämpfen hier für Beschränkungen der Fracking-Industrie, für Mindestabstände zu Wohnhäusern und Farmen. Darunter ist auch Janice. Ihr 19-jähriger Sohn starb an Krebs. Sie macht dafür das Fracking verantwortlich. Da ist ein Loch in meinem Herzen. Ich bin mir ziemlich sicher, was seinen Tod verursachte. Beweisen lässt sich das nicht. Der harte Verlust hat ihre Einstellung zum Fracking und zum Fracking-Fan Trump aber grundsätzlich geändert. Um ehrlich zu sein, in 2016 habe ich für Trump gestimmt. In 2020 konnte ich für keinen stimmen. Aber nun weiß ich mit 100%iger Sicherheit, dass ich ihn nicht wieder im Präsidentenoffice sehen möchte. Back in the presidential office. Am nächsten Morgen fahren wir bei Ned Ketja vorbei. Er war lange als Kinderarzt im County tätig. Rund um die Bohrstellen, so Ned, stiege das Krebsrisiko. Studien der Universität Pittsburgh beschreiben, dass kleine Kinder und junge Menschen, die innerhalb einer Meile rund um eine Gasquelle leben, ein 5- bis 7-mal höheres Risiko haben, ein Lymphom zu entwickeln, also einen gefährlichen Krebs. Solche Studien gelten auf dieser County Fair als Schauermärchen. Eine County Fair ist eine Art von Kirmes auf Amerikanisch. Fahrgeschäfte, Motocross-Rennen für angehende echte Männer. Die Landkirmes ist auch so ein sicherer Hafen für Republikaner. Am Stand der Partei deckt sich gerade diese junge Dame ein und kauft sich ein Tuch, bedruckt mit Trump als Superheld. Ich frage, was machst du damit? Ich hänge es mir im Schlafzimmer auf. Trump wie ein Popstar überm Bett. Für Deutsche ungewöhnlich auch dieser Stand. Springmesser und beidseitig geschliffene Mordwerkzeuge gibt es hier zu gewinnen. Warum aber auch nicht? Mit Schusswaffen darf ja auch jeder frei herumlaufen. Auf Fairs sind meist auch Farmer mit ihren Tieren dabei. Wir treffen auf Hobby-Schaffarmer Bruce. Er ist mit seiner Tochter und dieser Beauty da, dem Paradeschaf der Familie. Bruce hat sich einen Fracking-Turm sogar aufs Grundstück setzen lassen. Du bemerkst nichts, du hörst nichts, keine Vibrationen, einfach nichts. Ihn drücken ganz andere Sorgen. Die hohen Preise fürs Futter, die sind explodiert und das lassen Bruce und die anderen Farmer Washington an und damit Biden und Harris. Absolut, es war besser vor 4 Jahren. Nur als Beispiel. Im Dezember 2020 kaufte ich Futter für rund $380 bis $400 pro Tonne. Und nun sind es 600 bis 700. Für die gleiche Menge Futter. Der Preis hat sich in 4 Jahren fast verdoppelt. For that same exact feed. So that feed's almost doubled in price in 4 years. It's gotten harder. Es ist härter geworden. Alle Preise gehen hoch. Es kostet mehr, sie aufzuziehen. Und das zu tun, was wir tun. Continue doing what we're doing. Nebendran wird langsam richtig Fahrt aufgenommen. Wir hören uns auf der Tribüne um. Persons making a normal pay. Die Menschen, die normal bezahlt werden, die können sich nichts mehr leisten. Es ist schlecht. So schlecht war es schon lange nicht mehr, vielleicht sogar nicht mehr seit der großen Depression in den 30er Jahren. Ich gehe mit den Fakten. Seit 3,5 Jahren ist sie im Amt und unsere Wirtschaft läuft nicht. Als Trump im Amt war, war unsere Wirtschaft großartig. Auf Demokraten treffen wir nicht. Fragezeichen hinter Trump setzt hier niemand. Er garantiert ihnen ja auch billigen Sprit für ihre durstigen Trucks. Zum Schluss noch ein Fennel-Cake, ein Muss auf solch einer County Fair. Ein Bier suche ich hier aber vergeblich. In Pennsylvania auf dem Land wird sich trocken amüsiert. Ganz andere Stimmung
am Labor Day, am amerikanischen Tag der Arbeit. Wir treffen auf George Huck. Er will für die Demokraten in Pennsylvania ins Parlament. Von Uniontown in Fayette County geht's im Bus mit Männern der Minengewerkschaft nach Pittsburgh. Nach dem Ausstieg von Biden engagieren sich mehr Menschen. Sie sind fertig mit Trump. Ich glaube, wir gewinnen die Wahl. Nein, ich weiß, wir gewinnen die Wahl. Die meisten Gewerkschaftler im Bus sind schon in Rente. Auch ein Indiz für den Niedergang des Bergbaus in der Region. Und Trump hat seine Fans unter ihnen. Sie, er meint die Migranten, nehmen unsere Jobs, unser Steuergeld für Hotels, Essen, Gesundheitsversorgung. Und wir haben selber Veteranen, die auf der Straße leben, um die wir uns kümmern können. Stattdessen aber um die Migranten. Ich würde sagen, die Inflation ist für mich das Wichtigste. Die Lebenshaltungskosten, das ist wirklich ein wichtiger Faktor in meinem Leben. In Pittsburgh angekommen, ruckelt sich für George Huck dann aber einiges wieder zurecht. Pittsburgh ist das Mekka der amerikanischen Gewerkschaftsbewegung. Die sich hier sammeln, sind größtenteils auf Kurs im demokratischen Sinne. Und Wahlkämpfer Huck nimmt Stimmung auf, hört in seinem Sinne Erfreuliches. We got a beautiful day. Wir haben einen tollen Tag. Hast du das gleiche Bauchgefühl wie ich, fragt er, dass wir die Wahlen mit Kamala Harris gewinnen? Oh yeah, I think things are going to go well. Ja, die Dinge entwickeln sich wirklich aufwärts. Als Biden noch im Rennen war, waren die Kollegen nervös, unsicher, des Altersfaktors wegen. Kamala ist jünger mit mehr Energie. Und die Entscheidung, Walz mit ins Boot zu holen, ist fantastisch. Er ist so ein Durchschnittsmann. Ich bin wirklich zuversichtlich. Likeable, he's an everyman, he's very approachable, that kind of thing. So I'm really confident. Morgenluft wittert auf Fritz Fekete, Amerikaner mit einer österreichischen Mutter. Ja, kannst du spüren, das ist hier, geht durch die Gegend hier. Es gibt Leute mit demokratischen Hemden und T-Shirts und Labeln und so weiter. Das gab es nicht in Pittsburgh für 9 Jahre, seit der Anfang von Trump. Der ein Fan von den Demokraten war, spürte, er muss sich verstecken irgendwie. Aber jetzt ist es umgekehrt. Tatsächlich marschiert wird viel in Harris und Walz T-Shirts. Hier fliegen der Kandidatin die Herzen entgegen. Am Straßenrand halten wir vergeblich Ausschau nach Trump-Plakaten. Der Optimismus ist überbordend, auch beim Gouverneur von Pennsylvania. Der Demokrat gehört zu den Shooting Stars der Partei. Viele hatten ihn auch als potenziellen Präsidentschaftskandidaten auf dem Zettel. Für die Wahlen, hören Sie, jede Wahl in Pennsylvania ist rattenknapp, die auch, aber wir haben das Momentum. Wir haben großartige Kandidaten mit Kamala Harris und Tim Walz im Wettbewerb mit Donald Trump und J.D. Vance. Wie macht sich das denn konkret bemerkbar, frage ich. Schauen Sie, es gibt Tonnen von Enthusiasmus. Die Menschen sind voller Freude und Hoffnung. Sie beginnen sich auf die Inhalte unserer Kampagne zu konzentrieren. Kamala Harris steht für die hart arbeitenden Menschen in Pennsylvania und Donald Trump unterminiert die ökonomische Sicherheit der Menschen. Wir fahren nach Philadelphia, von ganz im Westen ganz in den Osten Pennsylvanias. Die 1,6 Millionen Metropole ist die 5. größte Stadt der USA. Auf dieser Treppe hat Sylvester Stallone als Rocky für sein Comeback trainiert. Das Trump-Double schleppt sich eher die Treppe hoch. Rocky in Bronze neben der Treppe hat das Comeback geschafft, aber auch nur im Film. Wir haben uns mit Professor Burke verabredet, wollen uns erklären lassen, warum Pennsylvania der Battleground-Staat ist. Pennsylvania ist heftig umstritten. Es hat eine Mischung von Demokraten und Republikanern und eine ziemlich zur Mitte hin orientierte Bevölkerung. Pragmatisch, nicht überideologisch. Deswegen ist es in Pennsylvania immer so knapp. Was faszinierend ist, es hat große urbane Zentren, aber mit 3 Millionen leben auch sehr viele Menschen auf dem Land.
Nebendran demonstrieren die revolutionären Kommunisten. Die gibt es auch. Hammer und Sichel in amerikanischen Händen. Weird. Seltsam. Trump is extremely popular. Trump ist extrem populär. Wenn Sie durch den Staat fahren, vor allem im Norden, in Zentral-Pennsylvania und im Südwesten. Er hat seine Basis. Für ihn kommt es aber jetzt darauf an, ob er es schafft, darüber wirklich hinauszukommen. Stark in Pennsylvania sind aber auch die Republicans für Harris. Das sind organisierte republikanische Trump-Gegner. In New Hope, Neue Hoffnung, besuchen wir den Anführer des Widerstandes, den langjährigen republikanischen Abgeordneten Jim Greenwood. Hier bin ich mit Präsident Bush, er ist ein Freund von mir. Ich unterstützte ihn. Jetzt unterstütze ich die Demokraten. Hier ist Joe Biden und seine Frau Jill. Ich habe viel Geld für sie gespendet. Und jetzt trommelt er für Kamala Harris. Wir simsen jeden Republikaner in Pennsylvania an. Wenn du Kamala Harris unterstützt, drücke 1. Wenn du unsicher bist, dann antworte 2. Wenn Sie 1 antworten, bitten wir Sie, Wahlkampf für Kamala zu machen. Die unsicher sind, denen schicken wir Botschaften, warum wir als Republikaner Kamala Harris unterstützen können. As Republicans can support Kamala Harris. Greenwood hält Trump für einen ganz gefährlichen Mann. Der Grund, warum ich Donald Trump nicht unterstütze, ist, weil er ein bösartiger Narzisst und zwanghafter Lügner und ein Betrüger ist. Er kann mit keinem ehrlich sein und er ist unfit zum Führen. Solch bösartige Narzissten gehen, soweit sie können, immer nur in ihrem eigenen Interesse. Donald Trump wird so autokratisch regieren und die Verfassung so lange verletzen, wie der Kongress und die Gerichte ihn machen lassen. Wenn er Präsident ist, wird er die Grenzen verschieben, soweit er kann. Zurück in Philadelphia. Der Wahlkampf ist auch eine Materialschlacht. Die Stadt ist in Demokratenhand, die Billboards, die großen Videowände auch. An diesem Abend findet das TV-Duell statt. Wir schauen es uns an der Basis an. In Springfield, they're eating the dogs. Migranten essen Haustiere? Das ist der Schenkelklopfer des TV-Duells. Hier auf der Watchparty können Sie es kaum fassen. Harris begeistert hingegen. Kein Wunder, dennoch mehr als viele zuvor erwartet hatten. Kamala ist viel besser, als ich dachte. Warum auch immer, ich hatte Trump besser erwartet, aber er war so schrecklich. Ich denke, traurigerweise ist sie weiterhin der Underdog, weil Donald Trump es geschafft hat, Menschen anzusprechen, eine Art von Gefolgschaft aufzubauen, die ihm wie in einem Kult verehren. Ich denke, Harris muss noch mehr für Amerikaner attraktiv werden, als sie vielleicht kann. Aber sie hat einen großen Job gemacht. As many Americans as she possibly can. I think she did a great job of doing that. She's full of substance. Sie ist voller Substanz, alles ist fundiert, sie hat einen Plan, alles ist belegbar. Du kannst jeden Fakt überprüfen. Everything that she says, you can look up every fact that she hit. I thought Kamala was really eloquent. Kamala Harris war wirklich eloquent. Sie hat einen tollen Job gemacht. I thought she did a great job. War sie besser, als du erwartet hattest? Thought in advance. Yeah, she did actually. Ja, wirklich. Ich war nervös zuvor. Nach Philadelphia ist unser nächster Stopp Wilkes-Barre. Das liegt in der konservativsten Ecke Pennsylvanias. Harris greift Trump in seiner Hochburg an. Hier muss sie noch viel Überzeugungsarbeit leisten und sie setzt wie immer auf Understatement. Wir wissen, es wird ein enges Rennen. Wir sind die Underdogs, die Underdogs. Wir wissen, ja, wie die anderen spielen. Wir haben noch viel Arbeit vor uns. Harris gegen Trump. Es ist, so haben wir es erlebt, ein Kampf zwischen Hoffnung auf die Zukunft und Angst vor Verlust und Niedergang. Und dabei lässt sich Präsidentenmacher Pennsylvania nicht wirklich
in die Karten schauen.